Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Wohnmobil Privat mit Vermietung. Mein Name ist David und heute soll es mal um sinnvolle Zusatzausstattung oder Ausstattung an sich gehen, die für die Vermietung Sinn macht. Wenn ihr vorhabt oder schon macht, ihr vermietet euer Wohnmobil, ihr vermietet Wohnwagen oder Kastenwagen, welche Ausstattung macht da Sinn, was bringt was? Wir schauen es uns näher an. Bleibt dran, bis gleich. Ja, schön, dass du dabei bist. Ja, wie du siehst, andere Hintergrundoptik. Ich hoffe, das geht optisch. Ich probiere das einfach mal und gebt mir ruhig mal einen Kommentar, ob das okay ist oder ob das nicht okay ist. Ist vielleicht ein bisschen besser. Klar, Wohnmobil ist im Winter jetzt nicht immer möglich, deswegen alternativ vielleicht so ein Camper-Hintergrund, der ein bisschen auch Camper-Feeling mitbringt. Ja, schreibt ruhig mal rein, ob das besser ist wie so eine weiße Raumwand. Ja, gebt mir ruhig mal eine Rückmeldung. So, kommen wir zum Thema. Heute geht es um diese Ausstattung, die Sinn machen kann. Was bringt was? Ich habe da schon einige Sachen getestet und einige Sachen mir auch selbst beschafft. Ich habe mir auch ein paar Sachen aufgeschrieben. Also grundsätzlich würde ich mal anfangen. Einige kennen das Thema schon, einige haben schon Videos dazu gesehen. So ein GPS-Tracker. Schaut euch die Videos einfach an dazu, ich will jetzt nicht weiter darüber reden, finde ich extrem sinnvoll, habe ich, sorgt für Sicherheit, ich weiß, wo mein Mobil ist, wann es wo ist und auch wenn es in der Scheune steht oder wo auch immer, wenn es bewegt wird, kriege ich einen Alarm, also wenn es gestohlen werden würde oder nicht richtig benutzt wird, kriege ich sofort eine Meldung, weiß was los ist, da mache ich ein Video, verlinke ich mal, da könnt ihr euch da in Ruhe anschauen, das ist auf jeden Fall für die Vermietung top Zusatzausstattung, nicht nur für immer vermietet, auch für jeden anderen, aber als Vermieter nochmal Sicherheit. Da geht ja um Diebstahl, Unterschlagung, kann ich damit verhindern, beziehungsweise erkennen. Außerdem so eine Truma Control CS, habe ich auch ein Video schon dazu gemacht. Das ist diese Gasumschaltanlage, erstmal schon ein schönes Gimmick, Gasumschaltanlage, gerade als Vermieter. Wenn so ein Mieter mit dem Wohnmobil fährt, dann kennt er sich oftmals gar nicht so gut aus. Ne? Viele sind auch Erstmieter. Und als Erstmieter muss man dann vielleicht unter Umständen mal an das Gas, um das Umstecken, wenn man so eine Umschaltanlage nicht hat. Und das kann man natürlich als Vermieter verhindern, dass der Kunde, der Mieter, der sich nicht auskennt, da erstens ran muss und zweitens vielleicht auch da mit dem Gas da rumfummelt. Gewinde andersrum und so weiter. Das kann man vermeiden, wenn man so eine Umschaltanlage hat, dann passiert das alles automatisch. Außerdem müsst ihr als Vermieter gar nicht erst den Gaskasten groß erklären, weil der Kunde, der Mieter nicht ran muss. Ne? Es sind 2 Gasflaschen drin, eine ist halb voll, eine ist ganz voll, erledigt. Ne? Selbst wenn die eine halbe da leer geht, dann schaltet das automatisch um. Außerdem noch viel wichtiger an diesem Teil ist dieser Crash-Sensor. Das heißt, durch diesen Crash-Sensor ist es erlaubt, in Deutschland diese Gasflaschen offen zu lassen. Viele fahren, weiß ich, auch trotzdem offen, obwohl man normalerweise während der Fahrt zumachen muss, ohne diesen Crash-Sensor. Ihr kriegt dadurch Sicherheit, denn wenn dieses Teil dran ist, dann ist erstens erlaubt und zweitens ist auch, wenn was passieren sollte, die Sicherheit da, der macht zu automatisch. Da braucht ihr euren Kunden dann auch nicht so viel zu erklären. Gas kann einfach offen bleiben, auch während der Fahrt und das ist natürlich super. Ne? Außerdem, manche haben es schon bei ein paar Videos habe ich es erklärt, so ein Topper. Ich selbst habe einen Topper, beziehungsweise 2 für die Betten. Denn es ist ja immer so eine Sache, werde ich auch oft gefragt, ja, wie ist das, wenn man das Mobilhaus gibt, sein eigenes mit einem Bett. Ja, das ist doch mein Bett, in dem ich liege, da liegen dann andere drin. Das ist grundsätzlich erstmal in jedem Hotel so. Wenn ich in Urlaub fahre, gehe in ein Hotel, dann liege ich immer in irgendeinem Bett und nicht ein Bett, wo ich normalerweise immer drin liege und manchmal ein anderer, sondern das ist ein Hotelbett, wo schon hunderte Leute drin lagen. Ja, das erstmal zur Kopfsache. Aber man kann das vermeiden. Ich persönlich habe einen Topper. Nicht nur, dass man da besser schläft, weil die meisten Wohnmobilmatratzen sind nicht so toll, wisst ihr selber, schlafe ich viel besser mit so einem Topper, ist schön weich. Nein, dieser Topper sorgt auch dafür, dass ich immer nur auf meiner Matratze liege. Diesen Topper nehme ich raus für die Vermietung. Ja? Und wenn ich fahre, lege ich den rein. Also liege ich immer auf meiner eigenen Oberfläche der Matratze. Für den Kopf schon mal super. Das hilft. Ne? Das kann vielen helfen. Ne? Verlinke ich auch alles euch unten in der Beschreibung, diese Produkte. Da könnt ihr euch gleich auch näher anschauen, was ich da genommen habe und was der so macht und was der so kann. Also den ich da gewählt habe, der ist super. So Visco und so. Schaut euch das einfach näher an. Ne? Selbe Thema, Toilette. Ja, die Threadford-Toilette, das ist auch so ein Thema. Die bringt man dann weg. Ihr wisst selber, wie es ist. Und die hat auch jemand anders schon benutzt. Das ist als Mieter gang und gäbe, klar, kenne ich. Ne? Aber als Vermieter mit dem eigenen Wohnmobil
möchte man das vielleicht gar nicht so haben, dass man das teilt. Ja? Ist kein Problem. Ich habe mir eine zweite besorgt, wie gesagt auch unten verlinkt, und die stecke ich immer rein, wenn Mieter das Mobil haben. Also die ist nur für die Mieter. Und meine eigene, die ich nur für mich und meine Familie benutze, die mache ich rein, wenn wir fahren. Und schon habe ich das Thema auch getrennt. Toilette ist getrennt, Schlafen ist getrennt. Kopfsager kann helfen. Ja? Dann ganz wichtig, Fahrradträger. Manche haben automatisch einen dran. Dann ist die Frage vielleicht noch, erweitere ich den? Ich habe zum Beispiel einen dran, der hat von vornherein Halter für 3 Fahrräder. Da ist jetzt die Frage, bin ich auch dran, bin ich am Überlegen, ob ich den erweitere. Wenn, dann mache ich da auch ein Video dazu, ob ich den auf 4 erweitere, weil oftmals werden 4 Fahrräder benötigt. Ich habe eine große Garage, das heißt, ich kann das lösen, indem ein Bike in die Garage wandert oder 2. Ja? Aber viele haben das nicht und da ist so ein Fahrradträger grundsätzlich die Frage, ob man den für die Vermietung extra vielleicht auch dran baut. Es gibt ja Leute, die fahren kein Fahrrad. Aber für die Vermietung macht es vielleicht Sinn, so einen Fahrradträger zu haben, weil viele euer Mobil nicht nehmen werden oder würden, weil sie ihre Bikes nicht mitnehmen können. Also Fahrradträger ist eine sinnvolle Geschichte zu haben oder sich anzuschaffen, wenn man vermieten möchte. Dann die Sturmverspannung von Thule. Habe ich in einem Video auch schon mal ein bisschen was dazu gesagt. Ich verlinke es unten. Ganz wichtiges Teil, nicht nur für euch selbst, ihr sichert eure Markise, nein auch für die Mieter, für die Vermietung. Denn ihr wollt eigentlich vom Grundgedanke Sicherheit. Ihr wollt es dem Kunden, dem Mieter so leicht wie möglich machen, dass da nichts passieren kann. Nicht nur für ihn, sondern auch für euch. Ihr wollt ja auch vermeiden, dass die wiederkommen und die Markise ist kaputt. Oder wurde vielleicht durch den Wind so mitgenommen, dass sie nicht mehr 1000% funktioniert oder eher kaputt geht. Jetzt ist die nächste Frage ist natürlich auch, fahrt ihr jedes Mal, wenn das Mobil zurückkommt, die Markise aus und schaut euch die an. Ist auch so eine Sache. Ne? Aber grundsätzlich, so eine Sturmverspannung von Thule, die ist nicht so teuer, die hilft, die könnt ihr dann dem Kunden, dem Mieter gleich mit erklären, wie er das fixiert und dann seid ihr auf der sicheren Seite, dass eure Markise immer ordentlich befestigt wird. Dann Aufkleber. Ganz wichtiges Thema auch. Und zwar von Paul Kemper bekommt man normalerweise automatisch, wenn man sich registriert und als Vermieter anmeldet, Aufkleber zugesendet. Die habe ich mir auch schon mal nachsenden lassen. Da habe ich einfach per E-Mail nachgefragt, da habe ich dann neue bekommen, weil die, ich glaube, die waren dann schon mal so ein bisschen abgenutzt oder so durchs Waschen. Also ganz wichtiges Thema, das sind Aufkleber für zum Beispiel den Dieseltank, den Wassertank. Dann ist, glaube ich, auch ein Aufkleber dabei, wo die Maße vom Fahrzeug draufstehen. Den habe ich nur auf dem Armaturenbrett liegen, ja, in dem Bereich Beifahrer. Den habe ich nirgendwo hingeklebt, aber ich sage den Kunden dann immer Bescheid, guckt, hier liegen die Maße. Ne, wenn jemand auf eine Brücke zufährt oder auf einen Tunnel zufährt oder was, ja, dann ist doch Gold wert, wenn der in dem Moment gucken kann, ach ja, hier, direkt so da, ne? Ach ja, ich habe hier eine Höhe von 3,14 Meter, wie bei mir zum Beispiel, da komme ich nicht durch. Ja? Und es ist auch Gold wert, wenn derjenige Wasser und Diesel, jetzt hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber ich kenne jemanden, bei dem wurde schon Diesel in den Wassertank geleitet bei der Vermietung. Und leider hat derjenige dann auch noch versucht, das rauszupumpen. Also der hat auch Wasserhahn auf und alles. Und dementsprechend waren die kompletten Schläuche dann voller Diesel, was natürlich Worst-Case-Szenario ist. Also da sind Aufkleber dabei. Wenn ihr die nicht automatisch bekommt, fordert die an. Aufkleben, dran machen, Sicherheit. Ne? Es geht immer darum, dafür zu sorgen, dass der Mieter keinen Fehler machen kann. Irren ist menschlich, jeder kann mal einen Fehler machen. Aber wenn ihr das vermeiden könnt oder dieses Risiko verringern könnt, dann auf jeden Fall machen. Ja? Dann sichere Schläuche. Es gibt ein Video zu dem Thema Schläuche. Wird auch extremstens vernachlässigt von vielen, auch von Plätzen. Es gibt vorgeschriebene Schläuche in Deutschland, die man nur benutzen darf als Camper und auf den Campingplätzen, und auch die Plätze an sich dürfen eigentlich sowas nur, und zwar lebensmittelecht. Das ist jetzt für eine Privatperson eine Sache. Ich habe es auch noch nie erlebt, dass jemand was gesagt hat. Aber als Vermieter müsst ihr da ein bisschen anders rangehen. Meine Empfehlung auf jeden Fall, dort ordentliche Schläuche besorgen und nicht irgendwelche Gartenschläuche. Ja? Packe ich alles unten noch in die Beschreibung, schaut euch das an, lest euch das ruhig durch, was da so steht. Sichere Kabel, ähnliches Thema. Es gibt eine Vorschrift in Deutschland. Ich mache das Video auch rein, wenn es nicht mehr alles hinpasst, dann guckt in die Beschreibung. Gibt Kabelvorschriften in Deutschland für die Plätze und auch für die Fahrzeuge. Querschnitt
Gummikabel, also 2,5 Quadrat Gummikabel, die Länge ist vorgeschrieben, welche Adapter wie verwendet werden dürfen. Ja, man darf eigentlich so ein Kabel 1,5 Quadrat, ja, 1,5 Quadrat und 40 Meter oder was, das ist eigentlich verboten. Die Frage ist, was ist, wenn was passiert? Ja? Auch Schuko-Verbindung, verboten. Ist immer die Frage, was passiert, wenn so ein Kabel liegt auf der Wiese, es regnet dolle, Kinder spielen. Wollen wir gar nicht drüber nachdenken. Aber versucht euch da an die Regeln zu halten, an die Gesetze zu halten, dass ihr da sicher seid. Gerade als Vermieter. Gebt dem Kunden die richtigen Kabel mit, damit ihr die Sicherheit habt. Ich mache es in den meisten Fällen so, ich fahre mit 2 Kabeln. Es kann mal passieren, dass man irgendwo an einen Stellplatz kommt, wo die vorgeschriebene Kabellänge nicht ausreicht. Da muss man dann abwägen, ob man dann den Plan B nimmt. Oder ob man ohne Strom da steht. Ja? Wenn den ersten Tag ohne Strom geht vielleicht noch, aber wenn man den zweiten Tag oder was die Akkus leer sind, dann weicht man vielleicht auf Plan B aus. Aber grundsätzlich versuche ich natürlich das regelkonforme Kabel zu benutzen. Als Vermieter sollte das auf jeden Fall mit im Mobil sein, das Kabel. Ne? Ja, wie gesagt in der Beschreibung. Ne? Dann Schneeketten. Da kommt auch noch ein Video, ich muss mal gucken, wann ich das mache. Schneeketten. Und zwar nicht nur, wenn die Kunden, ihr sagt jetzt vielleicht Winterurlaub biete ich nicht an, brauche ich nicht. Eine Sache, es kann natürlich auch mal Schnee sein, wenn man zum Beispiel im Oktober über Österreich, über den Brenner nach Italien fährt. Das habe ich schon erlebt, Schneeregen da. Ne? Eine Sache, aber grundsätzlich nochmal so eine zweite Sache. Für mich sind diese Schneeketten auch Matschketten. Denn wir sind oft auf Plätzen unterwegs, die sind abseits des Weges, da kann es mal regnen, es kann matschig sein, es kann auch mal eine kleine Anhöhe sein, damit man wieder zur Straße kommt. Und dann kann im Ernstfall so eine Schneekette euch retten, ne? Und kann dafür sorgen, dass ihr diesen matschigen Berg oder wie auch immer hochkommt. Oder der Kunde. Also Schneeketten die liegen bei mir ganzjährig drin und die können einem im Ernstfall wirklich helfen, dass man wieder freikommt. Dann das Kaffeethema. Ich mache das so, ich habe das für uns und ich biete das auch an, ich schreibe das auch mit rein. Es ist für manche ein Mieter, ein Mehrwert, wenn die bei euch lesen in der Anzeige, Kaffeeautomat. Ne? Wie ihr das näher erklärt, ist eure Sache und was das für einer ist auch. Ne? Aber ich habe es auch schon erlebt, dass die Kunden danach gefragt haben, also im Vorhinein. Ich habe gelesen Kaffee, habt ihr da einen Kaffeeautomat dabei? Ja? Das ist ja super, toll. Mehrwert. Ich habe es auch schon erlebt, bevor ich das Ding besorgt habe, dass Kunden überrascht waren. Kaffeeautomat gibt es nicht? Ist keiner drin. So, und aufgrund dessen ist das auch so ein bisschen entstanden, dass wir einen zweiten, wir haben zum Beispiel einen Senseo-Automat, die sind nicht teuer, die Teile, einen zweiten im Mobil stehen haben. Am Anfang haben wir den von zu Hause mitgenommen, aber im Endeffekt haben wir gesagt, nee, wir nehmen einen zweiten, der ist dann für uns und auch für die Mieter, wenn die unterwegs sind, haben die Kaffee. Der kostet nicht so viel, aber man kann reinschreiben, Kaffee ist da und die Mieter freuen sich auch immer bei der Einweisung, hier steht der Kaffeeautomat, ach toll, Kaffee gibt es auch, schön. So, das ist natürlich nur Kaffee, wenn ihr nicht gerade Wechselrichter habt und dicke Akkus und so, ist natürlich so ein Kaffeeautomat nur benutzbar, wenn Außenstrom angeschlossen ist. Als Alternative habe ich für mich, und das Teil fährt auch immer mit, so eine Bodum-Presskanne. Da kann man sich auch grundsätzlich leckeren Kaffee machen. Ich bin Kaffee-Fan und ich muss sagen, mir schmeckt so ein Bodum-Kaffee, den ich da presse und wo ich dann selber mit der Menge des Pulvers auch einstellen kann, wie stark der ist. Der schmeckt mir persönlich noch ein bisschen besser wie so ein Senseo-Kaffee. Ich habe zu Hause Vollautomat und Senseo ist jetzt nicht das geschmackliche Highlight, sage ich mal. Aber so habe ich beides. Ich habe den Kaffee-Vollautomat, kann ich anbieten, kann ich reinschreiben, ist da. Und ich habe auch noch diesen Presskaffee, also egal ob man freisteht, ob man Strom hat oder nicht, Kaffee ist möglich. Nämlich mit Gas, Wasser warm machen, ne? Super Sache und kommuniziert sich immer schön und gut. Boxen für den leichten Umbau. Damit meine ich so ein Boxensystem, wo ihr euer Zeug drin habt, was ihr so mitnehmt, beziehungsweise was für die Vermietung mitgeht. Es ist immer gut, wenn ihr ganz einfach umbauen könnt. Ja? Ich habe jetzt zum Beispiel ein Boxensystem, da ist nur mein Material drin, was ich mitnehme. Also zum Beispiel mein spezielles Werkzeug oder irgendwelche Adapter, die ich für mich zusätzlich haben möchte. Und wenn ich für die Vermietung umbaue, dann nehme ich das raus. Ne? Der Hauptteil, den ich benutze und auch die Mieter benutze, ich sage jetzt mal Heringe, ne? Zum Beispiel, der bleibt drin. Aber dieser Spezialteil, der für mich ist, meine Taschenlampe,
also spezielles Zeug. Das nehme ich raus, das packe ich zur Seite und wenn die Mieter zurück sind und ich will wieder los, nehme ich es und mache es wieder fest. So einfach wie möglich in Sachen Umbau. Weil ihr müsst ja jedes Mal umrüsten und umso einfacher das ist mit Boxensystemen, umso besser macht sich das, umso weniger Zeitaufwand habt ihr. Ja? Außerdem möchte ich mal noch so Boxen erwähnen für Schuhe, nasses oder schmutziges. Also da meine ich mehr so große Schalen oder Kisten. Ne? Nur zum Beispiel Schneeketten. Wenn die wirklich mal benutzt werden als Schneeketten oder als Matschketten, dann sehen die ja aus wie Sau. Dann wollt ihr ja gar nicht unbedingt, dass die in die Packung zurückwandern, wo sie her sind, wo dann auch die Beschreibung drin liegt. Und das Tuch, wo ihr euch mit dem Knie drauf kniet, das soll ja auch nicht unbedingt nass oder matschig werden. Nee, ich habe dafür Boxen, und die gebe ich auch mit, wenn so eine Schneekette oder wie benutzt würde, dann in die Box reinlegen. Das stört mich nicht, die Box kann dann schmutzig werden, ich kann das dann wieder auswaschen, wenn ich zu Hause bin. Oder aber Schuhe, nasse, matschige Schuhe, sandige Schuhe, ihr wart am Strand, dann wollt ihr doch am liebsten, dass die gar nicht erst ins Wohnmobil wandern, sondern und wenn, dann in so eine Box rein. Ja? Am besten hinten reinstellen, kann man in Ruhe sauber machen, können das mal trocknen. Wenn Sand trocken ist, kann man es auch abklopfen oder abbürsten. Oder aber schneeige Schuhe, in die Boxen rein. Die helfen super, die geben euch die Sicherheit, dass die Mieter da nicht groß rumsauen. Ne? Für die Mieter auch gut. Und das dann noch zum Thema die Schuhabtreter. Habe ich auch ein Video zu gemacht. Schuhsystem und Schuhabtreter, die ich bei mir im Eingangsbereich vom Wohnmobil stehen habe. Weil im Endeffekt ist das ja Wohnzimmer. Ja? Da lauft ihr ja barfuß rum. Und macht es euch und auch den Mietern so einfach wie möglich, alles sauber zu halten. Nämlich mit so Schuhabtretern, wo man, wenn man reintritt, auf diese Abtreter tritt. Man saut nicht den Teppich ein, man kann dort die Schuhe auch stehen lassen. Die Dinger kann man später abklopfen und ihr habt keinen Schmutz im Wohnraum. Ist für euch gut, ihr helft den Mietern, passt, ist einfach sinnvoll. Ja, ich hoffe, du konntest vielleicht was entdecken, wo du sagst, das habe ich noch nicht oder ich will demnächst loslegen, das besorge ich mir noch, das macht Sinn. Ich freue mich natürlich, wenn ihr zukünftig dabei seid und den Kanal abonniert. Ich freue mich auch, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst, immer ganz toll. Ansonsten schaut euch gern die weiteren Videos an, da gibt es viele Themen zur Vermietung, zur Mietung, aber auch allgemeine Camper-Themen. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Habt eine schöne Zeit, habt schöne Reisen. Bis bald. Ciao, ciao.